Moin Moin Gear-Tester, heute habe ich die Ehre, euch die neue Savage Impulse vorzustellen. Das ist die neue Savage Impulse. Was ist neu an dieser Waffe? Als erstes einfach mal der gerade Zugverschluss. Es ist die erste Waffe von Savage, die einen gerade Zugverschluss hat, wie man es von vielen deutschen Herstellern auch schon kennt. Haben sich die Amerikaner jetzt dazu entschlossen, auch einen gerade Zug zu bauen. Gleich vorneweg, es ist kein Handspanner, aber dazu kommen wir gleich noch. Wie man sieht, ist die Savage eine kompakte Waffe. Es gibt sie in 3 verschiedene Versionen. In der Hawk Hunter, das ist diese mit dem grünen Schaft. Dann gibt es sie in Big Game mit einem Kuyu-Schaft und in der Predator-Ausführung auch mit einem Camo-Schaft. Verriegelt wird der Verschluss über diese Kugellager. Das ist der sogenannte Hex-Lock-Verschluss von Savage. Man kann den auch einfach wieder einsetzen, den Verschluss. Den Verschluss herausnehmen lässt sich über diesen links angebrachten Druckknopf. Dann kann man den einfach gerade herausziehen. Beim Einsetzen einfach wieder hereindrücken. Verriegeln tut der Verschluss, wenn man ihn einfach nach vorne drückt. Da springt der Hebel schon in die vorderste Stellung. Und hier unten angebracht ist eine 2-Stellungs-Schiebesicherung, die sich sehr leise und leicht bedienen lässt. Bis alle Kugeln fest verriegelt sind, ist der Schlagbolzen gesichert. Zusätzlich gibt es hier noch diese Schiebesicherung, die auf den Abzug wirkt. Der Abzug der Savage Impulse ist ein Akku-Trigger. Das bedeutet, er hat hier vorne so ein Sicherungszüngel vor dem Abzug. Das heißt, auch im entsicherten, gespannten Zustand ist der Abzug gesichert, zum Beispiel gegen Fallen. Das heißt, wenn man nicht diese Abzugzüngel oder die Sicherungszüngel eindrückt, kommt der Abzug nicht. Wenn man trotzdem Druck aufübt, springt der rein, aber der Schlagbolzen kommt nicht raus. Also der Schlagbolzen trifft nicht die Hülse und es bricht kein Schuss. Dadurch ist er in so einer Sicherungsstellung und durch erneutes Spannen der Waffe kann der Abzug betätigt werden. Nochmal zum Verschluss. Man kann sehen, es ist nicht nur ein Geradezugverschluss für Rechtsschützen, sondern es lässt sich werkzeuglos auch der Griff umschrauben, sodass auch Linksschützen mit einem Geradezug arbeiten können, ohne wechseln zu müssen beim Repetieren. Der Hülsenauswurf, das werden wir auch gleich beim Schießen sehen, ist auch so gestaltet, dass die Hülse weit rausfliegen kann, dass es den Linksschützen eben nicht stört beim Schießen. Zum Öffnen der Waffe gibt es hier oben drauf einen Knopf. Wenn man den reindrückt, lässt sich die Waffe öffnen. Und so kann sie eben auch im gesicherten Zustand geöffnet werden, zum Beispiel zum Entladen. Hier unten sitzt das Magazin, kann hier einfach herausgenommen werden. Metallmagazin, in den Standardkalibern sind es 4 Schuss, die reinpassen, in Magnum-Kaliber sind es 3. Savage typisch ist auch die Bettung. Das ist der sogenannte Akkustock. Das ist Aluminium bis wirklich vorne hin. Das heißt, der Lauf und das System sind dreidimensional wirklich fest montiert. Er kann nicht nach oben, unten, zur Seite, vorne, hinten kann er nicht ausweichen. Dadurch erhöht sich natürlich die Präzision. Die Waffe ist für den Laufwechsel schon vorbereitet. Wechselläufe wird es aber erst in der Zukunft geben. Die werden standardmäßig mit einem 5/8x24 Gewinde ausgeliefert. Schalldämpfer zu nutzen ist also kein Problem. Da der Verschluss in der Laufhülse verriegelt, ist das System aus Alu gefräst und darauf sitzt auch die Picatinny-Schiene, die herausgefräst ist, also fest drauf ist. Alle weiteren Details verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Wir werden die Waffe jetzt aber schießen, weil das macht einen Test aus.
Wir haben jetzt die Savage Impulse in 308, 6.5 Creedmoor und in der 300 Winmark geschossen mit verschiedenen Patronen, aber mit der ETX, mit der Superformance und mit der Precision Hunter. Und die Streukreise waren alle gut, die waren alle im jagdlich absolut brauchbaren Rahmen. Sehr gut waren die von der Precision Hunter und von der ETX. Da hatten wir auch ein paar Mal Loch in Loch geschossen. Das hat sehr gut funktioniert. Für welchen Jäger ist jetzt die Savage Impulse die richtige Waffe? Besonders interessant ist es zum Beispiel für einen Jungjäger oder für jemanden, der nicht Unmengen an Geld ausgeben will, denn die Hawk Hunter kostet zum Beispiel um die 1.800 €, also liegt unter 2.000 €, hat verstellbare Schaftbacken, Schaftkappen, wie man das von dem Akkustock kennt, Geradezug und eben echt schon Mündungsgewinde dran. Das sind sehr viele Features, für die man normalerweise einen Aufpreis zahlen müsste, und hier sind die schon dabei. Beim Schießen hat mir die Waffe sehr gut gefallen. Der Abzug ist für Leute, die den Akku-Trigger noch nicht kennen, erstmal gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich ein bisschen einpendeln, weil man eben hier dieses Züngel davor hat, bevor man an den Abzug kommt. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, funktioniert es auch damit sehr präzise zu schießen. Das Repetieren funktioniert auch. Und die Sicherung hat alles super funktioniert. Also wie der Hersteller schon gesagt hat, es ist eine sehr präzise arbeitende Waffe, die auf jeden Fall auch gute Schussleistung liefert. Das hat mir echt gut gefallen. Auch die Version Big Game mit kandelierten Lauf und Cerakote-Beschichtung liegt unter 2.000 €, also bei 1.990 €, ist also wirklich preislich eine sehr interessante Waffe. Für alle, die jetzt Interesse an der Savage Impulse haben, im Raum Mai, Juni diesen Jahres, also 2021, soll die Waffe im Fachhandel erhältlich sein. Meine Empfehlung, schaut es euch an, geht auf den Schießstand, probiert sie selber aus. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich kann sie auf der Drückjagd in der Saison einmal ausführlich testen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen sie für euch zu beantworten. Bis dahin, viel Spaß und Wattmanns Heil.